Heute ist Mittwoch, der 24. April und wir sind auf dem Weg zur usbekisch-kasachischen Grenze. Usbekistan. Also der Versuch nochmal Diesel aufzufüllen an der letzten Tankstelle bei der usbekischen Grenze hier. Was eigentlich ganz gut aussieht. Hier Wi-Fi, Toiletten und alles. Und Diesel steht auch dran. Ist fehlgeschlagen. Es gibt hier keinen Diesel und es ist auch geschlossen. Wir fahren weiter. Privet und Assalamu alaikum, jetzt noch aus Kasachstan, aber baldig schon aus Usbekistan. We made it. Ja, wir sind jetzt in Tadschikistan. Was für ein Schmarrn. In Usbekistan, weil wir gerade noch über Tadschikistan gesprochen haben. In Usbekistan. Und ja, also der Grenzübertritt war viel wilder angekündigt in sämtlichen Internetforen, als es jetzt letztendlich war. Also die Kontrolle war nicht halb so wild wie in Russland und alle waren richtig gut drauf und sehr nett. Und ja, also können uns nicht beklagen. Ja. Ja, wir werden aber auch mit jedem Grenzübertritt besser vorbereitet. Ja. Ja. Unser erster Stopp nach der Grenze war das Café de Nur, in dem wir Dinge erledigen konnten, wie eine Insurance besorgen, Geld wechseln und ganz wichtig, essen. Ich esse hier ein Gericht, von dem ich nicht weiß, wie es heißt. Andi hat es eben gesehen und dachte, es wäre was für mich. Und dann dachte ich, so probiere ich aus. Es ist so ein bisschen wie Spaghetti Bolognese mit Udon-Nudeln. Hier ist auch so eine Bolognese-Soße dabei und einem Ei drauf und einem richtig fancy Dip, den ich einfach geschmacklich überhaupt nicht einordnen kann, weil ich das noch nie gegessen habe. Also Pommes gibt es jetzt auch. Ganz viele Kohlenhydrate. Miri guckt süße Katzen in unserem kleinen Hotelzimmerchen. Wir haben einen Fernseher, wir haben eine Klimaanlage, die funktioniert wirklich und wir haben gerade die Temperatur von 30 auf 25 Grad reduziert. Und wir haben hier eventuell WLAN, mal gucken. Und ja, das alles kriegen wir für 30 Euro pro Nacht für 2 Personen. Und wir kriegen vor allem viel wichtiger den Registrierungszettel, dass wir hier waren und das nachweisen können. Und das ist ein wichtiges Dokument, was man bei der Ausreise eventuell braucht. Alle 3 Tage sollte man so eine Hotelquittung haben in Usbekistan. Mal gucken, ob es wirklich gefragt wird. Wir machen uns da sehr viel Angst, aber wir machen so ein bisschen einen Kompromiss. Nicht jede Nacht, eben jede dritte vielleicht. Sollte reichen. Mal sehen. Also wir haben beschlossen, dass wir, obwohl das Zimmer eigentlich ganz nett ist, doch im Auto schlafen wollen. Und auch wenn es ein tolles Café ist und ein tolles Hotel und wir hervorragend gegessen haben, werden wir jetzt reingehen und schlafen. Weil zu Hause ist doch zu Hause. Und wir fahren durch Usbekistan. Die ersten 100 Meter sind noch gut scheinbar. Träumchen an Straße, so ist es noch. Guck mal, diese Schlaglöcher sind so scheiße und alle 100 Meter ist da so ein richtig fieses und jetzt versuchen wir mal auf die Dirt Road daneben zu fahren. Okay, let's try it. Gucken wir mal, ob das besser ist. Ich weiß ja nicht. Also wir stauben schon mal ganz ordentlich. Boah, ist das staubig hier. Boah, Der Wind kommt von hinten. der Wind kommt. Ich sehe ja nicht mal mehr was. Huhu. Ach du Scheiße. Okay, vielleicht fahren wir doch wieder auf die Asphalt. Ich kann ja nicht mal sehen. Wenn jetzt hier ein Loch kommt, ich fahr rein. Und nach 5 Minuten Probefahrt auf der Dirt Road sind wir wieder auf der normalen Straße. Weil es ist gehüpft wie gesprungen. Ist alles scheiße. Sowohl die Straße neben der Straße als auch die Straße selbst. Ja. Da müssen wir jetzt durch. 2. Gang, 10 Stunden Fahrt. Let's go. Juhu. Jetzt sind wir hier. Schön. Ja, auch nur 10% schlechter als die Straße. Wir wollten ja ein Abenteuer, oder? Ja. Aber ist auch nicht das Schlechteste. Ja. Gerade haben wir 15 km/h, das entspricht der Geschwindigkeit auf der Straße.
Wir fahren gerade diese Dirt Road zwischen der alten offiziellen Straße und der neuen, nicht offiziell eröffneten Straße, auf der wir aber auch öfters mal Locals finden. Man sieht überall so kleine Auffahrten, die Locals auch nutzen, um runter und hoch zu fahren, die dann durch Bagger wurden oder wo einfach Sandhaufen draufgelegt wurden, dass man die nicht mehr nutzen kann. Und wir hatten überlegt, ob wir jetzt diese nicht offiziell eröffnete Straße fahren wollten und hatten eine Auffahrt gefunden, die gegangen wäre. Und wie es der Zufall so will, haben wir genau in dem Moment, wo wir versuchen wollten, drauf zu fahren, Locals getroffen, die mit größten Anstrengungen und größter Präzision runtergefahren sind. Anni hat dann ganz schnell gefragt, ob sie uns empfehlen könnten, die Straße zu fahren, und die Antwort war kurz und knapp und kurz angebunden und man hat uns einfach nur ein Nein signalisiert, und somit haben wir beschlossen, gute Touristen zu sein und uns an die landesübliche Gesetzgebung zu halten, die wir ja auch so jetzt nicht ausführlich kennen, und fahren den Dirt Road. Was machen wir hier? Topspeed, Offroad, 40 km/h, to Infinity and beyond. Ich sehe was. Ich nicht. MAN, Truck and Bus. Mit Krone-Anhänger. Und wir sehen gar nichts mehr. Er hat auch gewunken. Ja, der Ich ist hab cool. so gemacht. Es ist hier so staubig. Und das ist unser Weg. Bei all den Strapazen, die wir meistern durften, wurden wir allerdings auch total belohnt, denn wir haben tolle wilde Tiere gesehen, die mit ein wenig Geduld sich sehr gut haben filmen und fotografieren lassen. Wir waren total beeindruckt. Es war so schön. Wir sind diese wunderschöne Straße gefahren und auf einmal ist neben uns ein Auto aufgetaucht, das sich irgendwie die Ölwanne aufgeschraubt hat. Jetzt schleppen wir es ab. Ja, jetzt fahren wir hier auf der schönen Straße, haben hinten das Auto im Schlepptau und wir wissen nicht ganz genau, wo die überhaupt hinwollen. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Wir haben gerade das schönste Stück Straße erreicht, das wir in Usbekistan je gesehen haben. Und ich wünsche mir, dass es für immer so bleibt.
Ja, das ist immer schon locker. Ganz schön dreckig geworden heute. Offroad fahren. Usbekische Straßen sind, über den LKWs die komplette Straße ausnutzen, um irgendwie durchzukommen. An unserem idyllischen Übernachtungsplatz am Fluss haben wir Kühe. Und hier startet gleich eine touristische Bootstour mit diesem Boot und dem Yamaha-Motor. Und wir haben hier auch die beiden Bootsführer, die mit ihrem Auto hier sind. Wir haben uns im Schatten niedergelassen und sie beschenken uns die ganze Zeit mit netten Dingen wie Obst und Gemüse und jetzt auch noch diese Nüsse. Wir geben ihnen Schokolade und Chips. Juri, was isst du da? Fisch aus dem Aralsee. Wo haben wir den herbekommen? Von den netten Menschen neben uns. Picknick. Das sind wohl Touristen aus dem eigenen Land scheinbar. Und die sind hier und machen eine Bootsfahrt und machen auch ein Picknick. Die sind alle total nett. Genau. Und die haben jetzt ihnen Kaffee angeboten, Süßigkeiten und Fisch bekommen. Wir haben davor Obst bekommen und diese coolen Nüsse. Ja, sehr, sehr nett. Oh, Riesenteilfisch. Die Locals wissen jetzt, dass wir hier drin Gas haben und deswegen dürfen wir ihnen jetzt das Wasser aufkochen. Und sie haben uns dafür auch ganz lecker Fisch gebracht. Ja, wir stehen hier an einem Seeausläufer, beziehungsweise an einem Seezuläufer. Und eigentlich wollten wir hier nur chillen, aber wir haben Locals getroffen, beziehungsweise Leute aus Taschkent, die hier Urlaub machen für eine Woche. Das sind alles Arbeitskollegen. Und die heute einen Tag hier verbringen und Boot fahren. Und irgendwie sind wir so ins Gespräch gekommen und es ist schon voll spannend. Hier sieht man unsere Erörterungen zu Europa in Grenzsituationen, was mit England ist, was mit Italien ist und sonstige Dinge. Und ich habe jetzt gelernt, mal diesen Trinkdrink, also man trinkt hier Alkohol aus so Schalen und man trinkt da einen Schluck und dann muss man noch Cola dahinterher trinken oder Pepsi und dann isst man ein Stück Tomate oder Apfel. Und das habe ich beim ersten Schluck falsch gemacht, aber bei den nächsten 3 Schlücken habe ich es dann richtig gemacht. Was heißt Schlücken? Also es sind voll aufgefüllte Schalen und ich bin auch ein bisschen betrunken. Ja. Also ich habe mich gerade mit dem einen, ich muss ihn mal nach seinem Namen fragen, unterhalten und man verdient hier im Durchschnitt zwischen 500 und 700 Euro im Monat. Wow. Und das reicht dann für eine ganze Family. Slow 1 minut. Tam Manide. Через 2 minuten kemer gin ونجاب لك شيء ما صنت يقول لك شو بيقول قبته Nach einer Weile auf dem Teppich und etlichen Drinks hat der Bootsführer gesagt, er möchte unbedingt mit mir Boot fahren. Dann sind wir also da aufs Boot, haben auch ein bisschen was zu trinken mitgenommen und kurz danach, als wir zurückkamen, ist der Bootsführer direkt eingeschlafen und war mehrere Stunden nicht ansprechbar. Ich würde sagen, gutes Timing. Karatau. Oh, dreht sich das gerade schon wieder. Oh. Was für ein Andi bist du? Ich bin der Bootsfahrer, Andi. Kannst du auch einen Anker werfen? Nee, es dreht sich gerade zu sehr. Warum dreht sich's? Puh.
Die haben gesagt, dass 2 Stunden später erst wirkt. Ja, ach. Nach dieser kleinen Willkommensparty sind wir dann weitergefahren nach Munjak, wo auch der Aralsee Schiffsfriedhof ist. Und gleich dort haben wir unsere neuen Freunde vom Vortag wieder getroffen und waren nochmal zusammen unterwegs. Foto ada? Kamera? Video. Video. Und hier ist Munjak. Hier war mal der Aralsee. Und da hinten ist er irgendwo. Wow. Andy? Wo sind wir? Am Aralsee oder da, wo er mal irgendwo hier unten war. Munjak heißt die Stadt. Die letzte Stadt am Aralsee, also bevor der Aralsee begonnen hat. Hier wurden Fische gefangen, hier war ein reger Betrieb, hier war wirklich alles voll mit Wasser. Und jetzt ist hier nur Rost. In der SSR wurde der Aralsee umgeleitet und für Baumwollplantagen verwendet. Und somit ist der Aralsee verschwunden und auf 2 kleine Mini-Seen zusammengeschrumpft. Aber hier in Munjak sind die Boote geblieben und eine Touristenattraktion. Hier sieht man den See 1960. Hier ist Munjak, wo wir gerade sind. 13 Jahre später, 1973, ist das Ganze noch ganz okay. 1987 sieht man hier an den gestrichelten Linien schon, dass der See am Schrumpfen ist. 1999 sieht man schon hier an den gestrichelten Linien, dass der See sehr am Schrumpfen ist. 2006 besteht der riesengroße Aralsee nur noch aus 2 Pfützen und ein paar anderen Seen. Und 2016
ist das Ganze komplett zusammengeschrumpft. And now you see 1, 2, 3, 4, 5 the time, and that light is red, and now you make a video. This is a video. Kimin suratlı? He, men sürüyorsun. Kavat süredi. Sürüyorsun, karatasın. Kolum tak. Kavat sürüyorum Heute Nacht haben wir auf dem Hof dieses Hostels geschlafen, denn man braucht in Usbekistan eigentlich für jede Nacht, die man als Tourist hier ist, eine Registrierung in einem Hotel. Wir versuchen so mit allen 3-4 Tagen mal eine Registrierung zu erhalten. Und ja, wir haben hier die Dusche genutzt. Wir haben pro Person für quasi 7,50 € eine Registrierung bekommen. Wir hätten auch hier schlafen können, aber wir haben natürlich in unserem Fahrzeug geschlafen. Und so sieht dieses Hostel hier aus. Hostel mit Hühnern und Truthahn. Hier drinnen sind die Zimmer. Und hier ist Jenny. Und hier hat jemand mit Steinen ein Herz gelegt. Ein M. Und ein A. Und wir waren es nicht, aber ich freue mich. Was denn? Ich komme. Nachdem wir Munjak ausführlich erkundet hatten, sind wir weitergefahren Richtung Nukos.
die Hauptstadt von Karakul, Pakistan, also dem Teil von Usbekistan, in dem wir gerade waren. Etwas kurz vor der Hauptstadt haben wir uns diese ganz, ganz alte Lehmfestung herausgesucht, von denen es in der Gegend ganz viele gibt, dort ein paar Tage stehen zu bleiben. Als erstes haben wir ausführlich diese alte Lehmfestung erkundet. War super spannend. Und dort in der Nähe gibt es noch einen sehr geschichtsträchtigen Friedhof, den wir uns im Anschluss noch angeschaut haben. Wir machen heute einen Rest Day. Wir sind in der Nähe von Nukus und wir haben beschlossen, irgendwo einfach mal auszuharren für einen Tag, um ein bisschen runterzukommen. Allerdings hat es draußen 30 Grad und hier drin heizt es sich auch sehr auf, aber Buri hat so eine ganz coole Konstruktion hier und jetzt wird es nicht ganz so sehr warm. Und wir essen von gestern. Es gibt Salat mit Kartoffeln und einen Joghurt-Dip. Und wenn du willst, ist noch Bohnen im Kühlschrank. Ui, Bohnen. Wir sind heute in der Nähe von Nukus in Karakul, Pakistan, einer selbstständigen Region von Usbekistan. Und wir sind auf einem sehr bekannten und sehr, sehr großen Friedhof. Friedhöfe sehen bei uns auf jeden Fall anders aus als hier. Und wir haben durch Locals am Aralsee schon erfahren, dass man jeden Donnerstag hierher kommt und seine Gebete spricht. Die Gräber sind wirklich ganz schön fancy. Also manche haben sogar richtige Kuppeln, manche haben ihre eigenen Bänke. Die einfacheren Gräber haben die Tragen, mit denen sie wohl hergetragen wurden, auf ihrem Grab liegen, zu häuft. Und so sieht das hier aus. Was hast du gerade gesagt? Irgendwie der Gedanke ganz schön, dass diese Gebäude, die hier auf dem Friedhof stehen, den Eindruck erwecken, es wäre eine Stadt. Dann würde man so sagen, ja, die Lebenden wohnen quasi neben der Stadt, wo die Toten wohnen. Also so nebeneinander. Doch ganz nett.
irgendwie spannend, dass hier die ganzen Süßigkeiten so einzeln sind und man sie wirklich alle mit der Hand rausnehmen kann und dann in Säckchen packen kann. Traditionelle Klamotten. Schon cool. Wir sind hier in Nukos und ich habe zum ersten Mal einen Apfelkuchen gebacken. Upsi. Upsi. Ui. Sieht ja voll gut aus. Mega. Hätte ich jetzt nicht gedacht, weil ich habe improvisiert. Ich habe keine Waage. Ja. I like. Ja, kann man essen. Sehr gut. Lecker Frühstück. Ja, in unserem Hotel ist leider das Frühstück nicht möglich gewesen, weil der Koch nicht da war. Aber hier in einem benachbarten Restaurant, wo wir hingeschickt wurden, sieht es sehr gut aus. Und schau dir mal dieses Ambiente an auch. Wir hatten von dem guten usbekischen Frühstück gelesen, wo es morgens Tee gibt und Kuchen mit Schlagsahne und getrockneten Früchten und sowas gab es leider hier nicht auf der Karte. Wir werden es einfach weiterhin probieren. Mhm. Und wie schmeckt der Kaffee? Der ist so unglaublich süß. Da ist so viel Zucker drin. Das ist der Wahnsinn. Ja. Aber es gibt ja auch so viel Wurst. Und die schmeckt auch ganz gut. Wow. Wow. Andi? Also wir waren jetzt in der Salwitzky-Museumsausstellung, das Louvre Zentralasiens, und das war echt cool. Auf 2 Stockwerken gab es ziemlich viel zu sehen. Der Mann ist wirklich ein Held, der hat so viel Kunst gerettet und auch vor allem vor der russischen Besetzung in Sicherheit gebracht und erhalten. Und auch kulturelle Gegenstände aus Usbekistan, Genau. die zerstört werden sollten. Auch, ich glaube, etwa 40.000 Bilder oder so gibt es hier zu sehen. Da gibt es diesen einschlägigen Film The Desert of Forbidden Art, ein kleiner Film, etwa 1 Stunde lang, sehr empfehlenswert. Der gibt die Geschichte auch von ihm und den Künstlern, mit denen er sich umgeben hat, und es war sehr, sehr cool. Wir haben aber ein paar Bilder nicht gesehen, die wir im Film gesehen hatten, aber dennoch war es absolut sehenswert. Hat uns sehr gefallen. Yes! Oh! Wow! Wir sind hier im Cinnamon Café und neben uns ist die italienische Reisegruppe und die sind ganz glücklich mit der Pizza- und Pasta-Auswahl hier. Oh, weiß ich nicht. Sie diskutieren auf jeden Fall heiß darüber, ob es gut ist oder nicht. Damit wir auch mal die Kaffeeshots haben. Ja. Wer hat Kaffeeentzug? Der war den ganzen Tag müde, weil er keinen Kaffee hatte heute Morgen.
Was ist das, Andi? Das sind Dumplings mit Käsefüllung. Ja, sieht geil aus. Wow. Die Lentil Cream Soup. Weiß ich wirklich, was das ist? Ja. Mit Joghurt. Lass die schmecken. Ja, wir sitzen gerade im Cinnamon Café und hier ist es einigermaßen erträglich von den Temperaturen. Wir machen wieder mal eine Reiseplanung. Das heißt, wir müssen uns hier den Herausforderungen stellen. In Usbekistan hier ist es durchaus nicht mehr so einfach. Es ist nicht nur so einfach, Wasser aufzufüllen. Es gibt da nicht so einfach Brunnen an der Straße. Wäsche waschen ist sehr kompliziert. Geht wahrscheinlich nur in Hotels, zumindest dann wird die Wäsche mal im Hotel deponiert. Und Dieseltanken geht zwar auch irgendwie an manchen Tankstellen, aber nicht an allen. Man muss aufpassen, welche Qualität man bekommt. Und obendrein muss man sich bei Hotels registrieren. Jede dritte Nacht versuchen wir einen Registrierungszettel zu bekommen. Das alles macht es sehr schwierig, in diesem Land zu reisen, aber wir kriegen das hin. Also wenn wir dann morgen früh wegkommen nach dem Frühstück, dann schaffen wir es innerhalb von 40 Minuten hierhin zu der Wasserstelle. Wir checken das aus. Wenn das da Wasser ist, nehmen wir es. Wenn es nicht da ist, fahren wir weiter. Haben eventuell hier noch eine Wasserstelle, die ist aber von 2019 eingetragen, also vermutlich nicht mehr da. Dann fahren wir jetzt den Bogen nicht direkt nach Chiva, sondern wir fahren hier zu den Festungen. Und hier hinten an dieser Festungsstelle gibt es auch nochmal eventuell Wasser. Das müssen wir auch ausprobieren. Genau. Ich hoffe einfach, dass wir an dem Turm fündig werden. Ja. Das wäre so cool. Und das Coole an diesen Festungen ist, dass die immer sehr weitläufig außenrum flach sind, zumindest laut Beschreibung. Und dann kann man, wie bisher schon einmal, irgendwo einen schönen Platz quasi in der Natur finden, wo man einfach mal entspannen kann. Hier ist wieder unser Foodvlog in Usbekistan. Heute aus dem McDonald's aus Usbekistan. Das Geschäft hier heißt Feed Up und es ist ein Fastfood-Laden. Los geht's. So, also für weniger als 2 € gibt es hier ein... Andi, was ist das? Ein Lavash. Ein Lavash. Das ist noch sehr warm. Oh mein Gott. Zeig mal von oben. Wow, beiß mal rein. Oh. So lecker, Andi. Wir haben gerade Geschenke bekommen, einen kleinen, jetzt habe ich vergessen, was. Bleistift und ein Lolli. Bleistift und ein Lolli. Ich freue mich voll. Das kam voll vom Herzen. Ja, weil du hast einen kleinen Anhänger geschenkt und eine Schachtel Zigaretten für den rauchenden Hotelmeister. Jetzt haben wir unsere Wäsche gewaschen. Ja, und wir haben echt einen Freundschaftspreis gekriegt. 37 €. Für 15 Kilo Wäsche ungefähr, also 3 Maschinen. Wir haben mit so viel mehr gerechnet. Ja, weil die haben Stückpreise, ne? Für jedes T-Shirt, jede Unterhose. Okay, so, dann jetzt mal. werden wir die Pferdchen satteln und gehen. Jetzt geht's los. Hinter uns ist die Festung Toprak Kala. Und wir haben da geparkt und jetzt laufen wir hier hoch. Es ist eine von sehr, sehr vielen solcher Festungen hier in der Gegend. Als wir schon hierher gekommen sind, haben wir 2 weitere von diesen Festungen gesehen. Da sind richtig viele kleine Vöglein rausgeflogen.
aber schön kühl. Soll ich den Laptop holen und ein paar Getränke und wir bleiben einfach hier ein paar Stunden? Ja. Nice. Da oben ist eine Eidechse. Oh. Ich komm nicht hoch. Sackgasse. Und? Ja, ist schon sehr cool gewesen. Eine sehr, sehr große Festung. Ist wirklich monumental. Hier ist ja alles flach. Und auf einmal ist da dieser Berg, dieser Festungsberg. Und das ist schon sehr beeindruckend. Also viele tausend Tonnen das an Lehm waren. Und dass es immer noch steht, das ist ja schon 1000 Jahre alt. Also, nein, stimmt ja gar nicht. 2000 Jahre alt. Ich glaube 400 vor Christus ungefähr wurde das gebaut. So wie die anderen hier auch in der Gegend. Ja. Irgendwo in der Wüste kommt eine kleine Oase mit See. Oh, warte. Ah, da kann man wieder ausmachen. Mach wieder weiter von diesem Schaumstoff. Okay, los. Nach anfänglich 240 Kilometern Schlaglöcher und Dirt Road und weiterfolgenden Straßen, die mal besser und mal schlechter waren, haben wir beschlossen, Jenny eine ausführliche Dusche zu gönnen, wie man hier auf jeden Fall sieht. Haha, Wasser gefunden. Juhu. Ja, das war auf jeden Fall nicht eine unserer besten Ideen. Die Stelle war nicht bei iOverlander drinne. Das Wasser war zwar nutzbar, aber eben nicht trinkbar, wie wir dann feststellen konnten.
Nach einem sehr aufregenden Tag kamen wir abends müde und erschöpft an dieser wunderschönen alten Festung an, die auch wirklich so schön war. Wir hätten uns auch vorstellen können, hier noch ein wenig länger zu bleiben. Ja, das Schicksal wollte es anders. Vielleicht fällt hier ja schon etwas auf. Entgegen unserer Natur und aufgrund eines ganz bestimmten Ereignisses vom Vortag sind wir morgens sehr früh zum Sonnenaufgang aufgestiegen und haben auch noch diese alte Festung erkundigt. Hat sich definitiv absolut gelohnt und um ehrlich zu sein, war die Morgenstimmung auch super schön. Wir haben festgestellt, dass die Locals in dieser Hitze auch so früh wach sind, was ja eigentlich auch absolut Sinn macht. Ja, und wir haben unseren ersten Kaffee des Tages dann an dieser historischen Stätte genossen. Morgens kurz vor 6 in Usbekistan. Das könnte schon 6 Uhr sein. Da dieses Video schon wieder sehr lange geworden ist, machen wir hier mal Schluss, sagen Hi und auf Wiedersehen.